Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit euch zusammen zu sein und euch zu bestimmten Themen die Perspektive zu geben, die für euch in diesem Moment möglich ist. Eine höhere Perspektive, die euch erlaubt, genau das, was aus der anderen, der etwas menschlicheren Perspektive heraus keine Lösung ergibt, in einen Frieden zu führen, der nicht lösungsorientiert ist, sondern seinsorientiert. Aus der Seinsorientierung heraus möchten wir also zunächst einmal das Thema des Lernens adressieren. Ein Thema, was wir bereits mit euch besprochen haben. Die Aspekte, die uns heute mit euch besonders interessieren, sind zunächst einmal der Aspekt Lernen in Gegenüberstellung zur künstlichen Veränderung zu betrachten. Das Lernen ist etwas, mit dem der Mensch auf die Welt kommt. Er lernt zu laufen, er lernt sich zu artikulieren, er lernt zu interagieren. Das Lernen ist etwas, das jedes fühlende Wesen innehat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu lernen. Es gibt die Möglichkeit, intuitiv und durch Erfahrung zu lernen. Es gibt die Möglichkeit, theoretisch und durch geistige Arbeit, durch geistige Widmung zu lernen. Es gibt gleichzeitig die Möglichkeit, durch Beobachtung zu lernen. Es gibt viele Möglichkeiten für den Menschen zu lernen. Mehr, denn es Möglichkeiten gibt, für andere Lebewesen zu lernen. Und doch, jedes Lebewesen hat seine Möglichkeiten zu lernen. Das Lernen, so wie wir es hier besprechen, beschreibt sich dadurch, dass ein Zustand oder eine Handlung oder ein Angewöhntsein verändert wird in einen anderen Zustand, ein anderes Handeln oder eine andere Gewöhnung. Der Mensch, der nicht nur reaktiv lernt, sondern auch bewusst lernt, durch seine Fähigkeit zu reflektieren, der nicht nur intuitiv lernt, sondern sich auch dazu bewegen kann, motivieren kann, zu lernen. Der Mensch hat die Gabe, auszuwählen, was er lernt. Damit stellt sich ihm auch die Frage, ob er dies lernen will, ob das gut oder schlecht ist, was er lernt, ob das, was er gelernt hat, gut oder schlecht ist. Und er wird zu seinem bewussten Schöpfer des Lernens. Er wird zum bewussten Wähler dessen, was er lernt und lernen will. Diese Bewusstheit bringt ihn in eine Situation, in der er vermeintlich alles selbst in der Hand hat, alles bestimmen kann, was er lernen will, von wem er es lernen will, auf welche Weise er es lernen will, mit welcher Hilfe oder Nichthilfe er es lernen will. Mit diesem Bestimmen können über das eigene Lernen kommt er in die Verantwortung über sein Lernen.
Und diese Verantwortung bewegt ihn dazu, sich selbst und sein Lernen in Frage zu stellen und sich selbst und sein Lernen sehr wichtig zu nehmen. Bestimmt er doch über sein Lernen, ob er die Dinge richtig oder falsch macht, ob er für sich Gutes oder nicht Gutes tut, für andere Gutes oder nicht Gutes tut. Erst die Wertung bewirkt das Zweifeln. Lernst du aus deinem Drang lernen zu wollen, aus deiner Lebendigkeit heraus, so erfreust du dich an dem, was du lernst und lernst immer genau das, was sich dir zeigt, um es zu lernen. Wenn du eine bestimmte Motivation hast, etwas zu lernen, sei es eine Sprache, eine neue Fähigkeit, ein neues Hobby, ein Umgang, sei es irgendetwas, das du für dich wahrnimmst, können zu wollen. Sei es also aus dem Wollen heraus oder aus der Inspiration heraus. Wann immer sich dir zeigt, dass du etwas Neues lernen willst, so fühlst du, dass du es willst und tust es deshalb. Es scheint also, dass du in der Hand hast, was du lernst. Und doch gibt es vieles, was du lernst, das nicht aktiv gewollt ist, das auf unbewusster und unterbewusster Ebene stattfindet. Du lernst auch dann, wenn du nicht denkst zu lernen. Und so lernst du hier und da hin und wieder Dinge, die dir helfen, in einem Zustand zu bleiben, der sich für dich bewährt hat. Das Lernen liegt also nicht nur dem zugrunde, was du für dich für am besten hältst, sofern du nicht für dich definiert hast, dass du gemäß dieser Frequenz leben und lernen möchtest. Das Lernen ist eine Folge aus deiner Frequenz, ist eine Folge aus dem, wie du dich in der Welt bewegst, wie du dich in der Welt wahrnimmst. Das automatisierte Aneignen von neuen Dingen, was nicht bewusst ist, entspricht immer deiner Frequenz. Und das neue Lernen, das dir bewusst ist, das du bewusst wählst, ist immer auf dem Stand möglich anzufangen, auf dem deine Frequenz sich befindet. Und doch gibt es ein Wechselspiel zwischen Frequenz und dem, was du neu lernst. Denn alles ist in sich eins. Alles wirkt aufeinander. Wenn du eine neue Sprache lernst und beginnst neue Worte zu sprechen, so verändert sich dein Frequenzfeld mit diesen neuen Worten, die du sprichst. Sprichst du längere Zeit diese neuen Worte nicht, so ist ein Prozentsatz des Gelernten integriert in dein Feld und ein großer Prozentsatz hat sich wieder aus deinem Feld, aus deiner Frequenz herausgelöst, ist nicht mehr Teil deiner Frequenz. Alles jedoch, was du erlebst, spielt in dein Frequenzfeld hinein, spielt in deine Lebenserfahrung mit hinein, spielt in das hinein, was du alles gelernt hast. Selbst das, was du gelernt und wieder verlernt hast, ist Teil deines Programms, deines Lebensprogramms, dessen, was du auf Erden erlebst, erlaubst, worauf du zurückgreifen kannst. Es mag erscheinen, als ob du bestimmte Traumata löschen kannst, als ob bestimmte Erfahrungen wieder ausradiert werden können. Wir sagen jedoch, das Löschen ist ein Zustellen. Es ist ein Einsperren in einen nicht sichtbaren Raum. Es erscheint dann, als ob dies nicht mehr existiert. Es ist jedoch da, nur dass es nicht sichtbar ist. Wird es hingegen integriert, so ist es da. Es wird nicht gelöscht.
Es wird nicht vernichtet, es wird angenommen, ohne es wählen zu müssen, als tägliches Brot, als tägliche Grundlage für Entscheidungen. Die Frequenz also, aus der heraus du lebst, ist das, was dein Leben im Lernen primär bestimmt. Das bewusste Lernen erlaubt dir bewusst deine Frequenz auf ein anderes Niveau zu bringen. Vielmehr sagen wir, es erlaubt dir, deine Frequenz und dein Feld bewusst und aktiv zu wandeln, während das unbewusste Lernen auch einen Frequenzwandel verändert, jedoch einen, der dir nicht bewusst ist und somit ohne dein Zutun, dein aktives Zutun vonstatten geht. Wenn der Mensch also denkt, ich will dies nicht lernen, weil dies unnatürlich ist, alles, was ich lernen will, soll natürlich sein und auf natürliche Weise zu mir kommen, so sagen wir, es wird immer gelernt. Durch natürliche und unnatürliche Umstände. Alles ist natürlich, da du Teil der Natur bist. Der Natur, nicht nur der Pflanzen- und Tierwelt, was häufig als Natur verstanden wird. Nein, der Welt in ihrer natürlichen Erscheinungsform. Alles ist Teil der natürlichen Erscheinungsform. Wäre dies anders, wäre es nicht möglich, Teil der Welt zu sein. Alles ergibt sich aus sich selbst heraus. Es wandelt seine Form, doch es bleibt Essenz. Wenn dir dies also klar ist, so ist dir klar, dass jedes Lernen, sei es bewusst oder unbewusst, ein Formwandel ist, jedoch nicht ein Essenzwandel. Du hast in der Hand, ob du dich selbst ausdrücken möchtest als Essenz und dich fühlen möchtest als Essenz oder dich ausdrücken möchtest als getrennt sein. Dich fühlen möchtest wie etwas Getrenntes vom Ganzen. Wir sagen, wenn du dich darauf einlässt, dass die ganze Zeit Lernen stattfindet und es somit nicht verwerflich ist, auch bewusst das Lernen in die Hand zu nehmen, so brauchst du nicht mehr in Frage zu stellen, ob das, was du tust, natürlich ist oder nicht natürlich. Das, was es gilt, sich zu fragen, ist: Folge ich einem äußeren Zwang, einem äußeren Drang, einem Druck, der von außen kommt? Oder folge ich meinem Herzen? Folge ich der Liebe, die in mir ruht? Folge ich meiner Natürlichkeit? Um dies zu wissen, gilt es, sein Selbst zu fühlen, sich zuerst zu sich selbst zurückzubringen, zurück zu erlauben, bevor bewertet und beurteilt wird, aus welcher Motivation heraus die Anstrengung des Lernens nun gebracht werden soll. Erlaubst du dich also ganz zu dir zurück, indem du alles, was dich überlagert, was in dir verdichtet ist, was du aufgeschnappt und mitgenommen hast, um es auch zu erleben, indem du alles loslässt, freilässt, wie von einem riesengroßen Staubsauger, der es nach oben hin absaugt, in das reine Sein, wo es wieder genau das ist, reines Sein, indem du dich löst
Von all dem kommst du mehr zu dir zurück, indem du dir selbst die Erlaubnis gibst, dich wieder ganz zu übernehmen. Sprich, dir, dem Göttlichen, dir, der höchsten Frequenz, dir, der Quellessenz, dir, dem Allen, was ist, dir, Gott, die Verfügungsberechtigung erteilst über dein Sein. In dem kommst du noch tiefer rein in dein Sein. Das in das Sein hinein erlauben also, kannst du bewusst lernen, bewusst praktizieren, indem du das loslässt, an dem du festhältst, um Dinge zu erfahren, die andere erfahren, um Frequenzen zu fühlen, die andere fühlen, indem du das loslässt. Du magst sagen, ich habe dies nicht aktiv gewählt, und wir sagen, dies ist in den allermeisten Fällen wahr. Und doch ist es eine Wahl im Umfeld mit anderen, all das, was die anderen fühlen, mitzufühlen, die Geschichten der anderen aufzunehmen und sie innerlich wie die eigenen zu verarbeiten, jemand anderem etwas abzunehmen oder mit aufzunehmen und damit etwas im eigenen System zu machen. Ist dir also bewusst, dass dies nicht nötig ist, bedeutet das nicht, dass du es nicht mehr tust. Ist dir bewusst, dass dies nicht nötig ist, bedeutet dies jedoch, dass du lernen kannst, es nicht mehr zu tun. Dieses Lernen ist ein Lernen, das aus der Erfahrung herauskommt, dass es dir gut tut, all das loszulassen, was nicht der freie Ausdruck deines Seins ist. Dein Zutrauen in diese Erfahrung steigt mit jedem Mal, dass du dich darauf einlässt, es zu praktizieren. Ob ein Lernen für dich also gut oder weniger gut ist, lässt sich daraus ableiten, wie es dir mit dem Lernen geht. Wie es dir geht, indem du dieses Lernen für dich erlaubst. Wir sprechen hier nicht davon, wie es dir geht, während du dies lernst, da dies schnell zu Missverständnissen kommt. Während du lernst, geht es dir in der Regel gut. Jedoch mag es sein, dass du Widerstände gegen das Lernen hast und somit das Gefühl hast, es ginge dir nicht gut damit. Lernen ist eine Sache des Vertrauens. Du traust dich, etwas anders zu machen, als es dir gewohnt ist, als es dir Sicherheit gibt. Und somit bewegst du dich aus der menschlichen Sicherheit, der kontrollierten und kontrollierenden Sicherheit heraus in das Vertrauen, sprich in die göttliche Sicherheit. Dem Lernen liegt immer ein Vertrauen zugrunde. Lernst du aus dir selbst heraus, lernst du, indem du etwas tust, das sich dir zeigt für dich, so vertraust du dem Nicht-Sichtbaren. Du vertraust dem Göttlichen, du vertraust der Harmonie, vertraust deinem Gefühl für das, was du spürst, dass es dir von Nutzen ist. Lernst du, da dir von außen angeboten wird, so wie in der Schule gelehrt und gelernt wird, so vertraust du in erster Linie demjenigen, der dir sagt, dass es gut ist zu lernen. Beides überschneidet sich jedoch, da du das Angebot bekommen kannst zu lernen von außen und anstatt
dem Lehrer zu vertrauen, dir selbst vertraust, da du fühlst, dass du dies lernen möchtest. Vielleicht aus einer anderen Motivation heraus, als der Lehrer denkt, dass es für dich gut ist. Und doch du nimmst dies, was du lernen kannst, an, weil du fühlst, dass dort etwas für dich ist, das dich in deiner Frequenz stärkt. Es können 10 Schüler im gleichen Raum mit dem Lehrer genau dasselbe gelehrt bekommen. Und doch kann jeder dieser 10 Schüler etwas Unterschiedliches für sich lernen. Es gibt kein Lernen, das garantiert ist. Es gibt kein Lernen, bei dem sichergestellt ist, dass das, was gelehrt werden will, was intendiert ist durch den Lehrer, dass es die Schüler lernen, auch genau so von den Schülern gelernt wird. Das Lernen findet auf vielen Ebenen statt. Es mag sein, dass sich alle 10 Schüler die gleiche Fähigkeit aneignen. Der eine fließender, der andere weniger fließend, jeder auf seine bestmögliche Weise. Und doch ist das Gelernte, die Zusammenstellung des tatsächlich Gelernten, 10-mal verschieden, bei jedem individuell unterschiedlich. Der eine mag gelernt haben, dass es anstrengend ist zu lernen, dass es anstrengend ist zu lesen. Der andere mag gelernt haben, dass er gerne liest. Der nächste mag gelernt haben, dass er dem Lehrer einen Gefallen tut, wenn er das tut, was er von ihm will. Alle lesen, doch jeder hat etwas Unterschiedliches gelernt. Der Mensch neigt dazu, das als gelernt zu bezeichnen, was er als Ergebnis im Außen, in der Form sieht. Tatsächlich jedoch lässt sich durch niemanden definieren, durch niemanden eindeutig sagen, was gelernt worden ist. Es lässt sich reflektieren, es lässt sich beobachten und bis zu einem gewissen Grad durch Reflexion und Beobachtung benennen. Von außen, von innen, von einem Menschen mit menschlicher Wahrnehmung. Wir regen dazu an, jeden Menschen in seinem Lernen anzuerkennen, jeden Menschen in seinem Lernen zu lassen und sich selbst auf sich zu berufen, wenn es ums Lernen geht. Was lädt mich ein, dass ich es lerne? Folge ich dieser Einladung blind oder fühle ich zunächst, ob ich dieser Einladung folgen will? Um zu spüren, ob ich einer Einladung aus mir selbst heraus folgen will, kann ich lernen, zu mir selbst zu kommen. Dies ist ein Angebot, eine Möglichkeit. Und jeder, der zu sich selbst kommen will, aus sich selbst heraus lernen und Entscheidungen treffen will, bekommt unzählige Möglichkeiten dafür zur Verfügung gestellt. Keine davon ist richtig, keine davon ist falsch. Es sind Möglichkeiten. Und an dieser Stelle zeigt sich, ob derjenige wirklich lernen möchte, bei sich selbst zu sein und aus sich selbst heraus zu lernen, Entscheidungen zu treffen, seinen Weg zu gehen. Nun mögt ihr euch fragen, warum der Mensch an manchen Stellen das tut, was doch für ihn gut wäre. Nun mögt ihr sagen, es ist doch für alle gut, aus sich selbst heraus zu entscheiden und bei sich selbst zu sein. Wir sagen jedoch, die menschliche Erfahrung ist dafür da, getrennt zu sein, um zu erleben, auf welche Weise ein Einssein angestrebt werden kann, wie es sich anfühlt, aus dem Sein heraus eins zu sein, wie es sich anfühlt, aus einer
globalisierten Weltordnung heraus eins zu sein, wie es sich anfühlt, zu versuchen eins zu sein, indem man die Identität eines anderen übernimmt. Es gibt viele Möglichkeiten zu explorieren, wie es sich anfühlt, auf die oder jene Weise ins Einssein zu streben, die Trennung zu erleben. Es gibt viele Möglichkeiten. Der Mensch möchte nicht Einssein erleben. Und das ist alles. Und deswegen ist er auf der Erde. Der Mensch möchte alle Erfahrungen, die das Erdensein erlauben, zulassen. Wir sagen nicht haben. Er möchte sich erlauben in jeder Form, in jedem Getrenntsein, in allem, was möglich und unmöglich und somit wieder möglich ist. In allem möchte sich der Mensch erlauben. Daher ist mancher Mensch bereit, sich mehr auf ein Lernen einzulassen durch eine Einladung vom Außen, auch wenn diese nicht mit dem Inneren, der eigenen Frequenz, dem Sein in Übereinstimmung ist. Und wiederum gibt es zunehmend mehr Menschen, die diese Erfahrungen ausgeschöpft haben und sich daran erinnern, dass das Einssein nur durch das mit sich selbst im reinen einen Sein möglich ist zu erfahren. Dieses Erinnern lässt all die anderen Wahlmöglichkeiten verblassen und gibt das tiefe Vertrauen in das, was nicht kalkuliert werden kann und darüber Erfüllung bringt, dass es sich gut anfühlt, darüber Erfüllung bringt, dass du in dir ruhst, stark bist, Frieden hast und nicht mehr brauchst, dass dein Umfeld dies für dich bereitet und zur Verfügung stellt, dass dein Umfeld dies widerspiegelt. Kommt jemand nun von außen und sagt dir, dein dich nach innen richten ist nicht natürlich. Dein, was auch immer du lernen möchtest oder mit jemandem zusammen lernst, ist nicht natürlich. Denn die Natur gibt dies oder das vor, so sagen wir. Es gibt noch eine tiefere Ebene der Natürlichkeit. Das, was natürlich und unnatürlich ist, nach menschlichem Verständnis, ist bereits durch den Menschen definiert. Die tiefere Definition von Natürlichkeit ist Liebe. Gehst du auf diese Ebene, so nimmst du wahr, dass oh so viel, um nicht zu sagen alles möglich ist. Dass alles möglich ist zu spielen und in deiner Frequenz zu bleiben. Wir sagen nicht, dass alles nötig ist zu spielen und in deiner Frequenz zu bleiben. Wir sagen niemals, dass irgendetwas ausprobiert werden soll, getan werden muss, um zu erkennen, dass du in allem Liebe bist, in allem Liebe sein kannst. Wir sagen jedoch, die natürlichste Natürlichkeit findet sich in der Liebe. Du kannst also mit jedem auf diese oder jene Weise spielen. Es gibt hier kein richtig, kein falsch. Willst du mit jemandem schwimmen, der nicht schwimmen kann?
so kann es sein, dass die Erfahrung ist, dass du diesemjenigen versuchst, Schwimmen beizubringen. Und er es liebt, mit dir diese Schwimmstunden zu haben, jedoch niemals vollständig allein in der Lage sein wird zu schwimmen. Ist dadurch das, was du getan hast, etwas Unnatürliches? Wir sagen, es ist dann natürlich, wenn du es aus der Liebe heraus tust und die Liebe fühlst im Gegenüber. Es ist dann unnatürlich, wenn du dich in die Trennung begibst, wenn du mehr und mehr verärgert darüber wirst, mehr und mehr wahrnimmst, wie du versuchst, den anderen zu seinem Glück zu zwingen. Nicht aus der Liebe heraus, aus der Ungeduld, aus dem Unfrieden heraus. Die Unnatürlichkeit also, so wie wir sie betrachten, ist das in die Trennung gehen. Es ist ein bewusst etwas vergessen, was nicht vernichtbar ist. Das Einssein lässt sich nicht vernichten, es lässt sich nur vergessen. Du musst, um in der Trennung zu sein, die Sandburg ohne Wasser dauerhaft versuchen zu bauen. Du kannst sie nicht bauen und lassen, denn sie lässt sich nicht formen, lässt sich nicht bauen. Die Form entsteht allein durch deinen Einsatz in jedem Moment, deinen Einsatz, diese Form zu halten. Dein Getrenntsein also braucht einen großen Anteil deiner Energie. Du musst suggerieren, simulieren, dass du getrennt bist. Das nennen wir Unnatürlichkeit, frei von Wertung und voller Liebe. Denn diese Unnatürlichkeit zu erfahren, ist für den Menschen Natürlichkeit, eine Selbstverständlichkeit. Denn der Mensch möchte erleben, dass er in allem abgetrennt sein, in allem, was er tun kann, doch Liebe ist. Und auf diese Weise ist selbst das unnatürliche Handeln, das sich in Trennung begeben, etwas Natürliches. Etwas, das aus der Liebe herauskommt. Auf diese Weise ergibt sich immer wieder, dass es nichts Falsches gibt, dass jener, der wertet und ein richtig und falsch suggeriert, etwas Gutes will und doch von außen kommt, eins sein will und doch Trennung unterstreicht, dass sich auf die Liebe berufen ist das, was unmittelbar und automatisch in dein Sein führt. Du brauchst dafür nichts zu tun und doch gibt es Dinge, die dich darin unterstützen, die Liebe zu erlauben, dich nicht in all dem Gelernten zu halten, nicht die Sandburg in Form halten für wichtiger zu erachten, als den Sand rieseln zu lassen. Wie ihr bemerkt, ist das Thema des Lernens ein diverses, ein vielfältiges, eines, was auf solche und andere Weise betrachtet werden kann. Für dich und euch jedoch, da ihr nicht lernen wollt, um zu herrschen, sondern lernen wollt, um zu sein, um zu fühlen, was ihr seid, was du bist, was alles ist. Für euch gilt, alles, was aus der Liebe heraus kommt und in Liebe praktiziert wird, führt zu mehr Erlauben von Liebe, zu mehr Natürlichkeit, zu mehr Erfüllung, Glücklichsein, Frieden.
Wir lieben dich, wir lieben euch, wir lieben. Denn das ist, was alles ist. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.